Guten Tag, Herr Erbeldinger. Manche Unternehmen verzichten lieber auf Low-Code- und No-Code-Lösungen, weil sie die komplexe Einführung scheuen und einen hohen Integrationsaufwand fürchten. Ihnen fehlt oft auch das technische Know-how und auch die Manpower dafür, oder Sie haben zumindest das Gefühl. Lassen Sie diese Argumente gelten? Natürlich, wenn der Kunde es so wahrnimmt, dann sollte man es erstmal gelten lassen. Aber tatsächlich ist es eher Unkenntnis. Eine No-Code-Plattform oder eine No- und Low-Code-Plattform, die in der Cloud steht, ist in wenigen Stunden für ein Unternehmen freigeschaltet. Analog auch eine einfache Integration ist tatsächlich in wenigen Stunden leistbar, gerade dann, wenn es Standard-Backend-Systeme sind, die man anbinden möchte. Das heißt, da sollte man sich keine Sorgen machen. Natürlich anders, wenn ich das on-premise installiere, dann ist das Aufbauen von einem komplexen IT-System das Aufbauen eines komplexen IT-Systems. Aber ansonsten sollte man da keine Sorge haben. Auch das technische Know-how, das sind alles Standardverfahren, Standardmethoden. Dazu ist jedes Unternehmen letztlich in der Lage. Stichwort Integration, Stichwort Anbindung an vorhandene Systeme. Sie haben es oft mit einer ERP, CRM, IT-Landschaft in den Unternehmen zu tun. Braucht man diese Verknüpfung zu diesen Systemwelten überhaupt? Auf jeden Fall. Für uns ist die No- und Low-Coding-Technik in erster Linie ein Vorschaltsystem. Gerade die bestehenden ERP-CRM-Anwendungen sind oft auf eine bestimmte Art und Weise träge. Das ist Legacy-Software. Die sind nicht dafür gebaut, agil, schnell zu reagieren. Genau da kommt No-Coding und Low-Coding ins Spiel. Wenn ich sehr schnell Prozesse aufsetzen will, sehr schnell eigene Anwendungen bauen will, dann schalte ich so ein System vor, mache einmal eine Integration und gewinne damit aber für alle Anwendungen, die diese Daten benutzen, immens an Geschwindigkeit. Momentan wirbt ja eigentlich jeder große Softwarehersteller, insbesondere aus dem CRM-ERP-Umfeld, damit eine eigene No-Code-Low-Code-Umgebung mitzubringen. Ist das überhaupt sinnvoll? Ich denke, da ist ein Teil Angst vorm Wettbewerb. Natürlich ist es einfach zu behaupten, wir haben das selbst, ihr braucht nicht Neues zu kaufen, ihr habt unsere Technologie schon im Haus. Wenn man sich dann genauer anguckt, was da angeboten wird, ist das meistens die vertraute Customizing-Umgebung, die die Unternehmen seit 20 Jahren in ihrem Package mit dabei haben. Wir definieren No-Code so, dass wirklich ein Anwenderin ohne Vorkenntnisse eigenständig eine Anwendung zusammenbauen kann. Ohne Vorkenntnisse, ohne Quellcode schreiben. Das ist No-Code. Und daran kann ich messen, kann das jemand? Kann mein CRM-System von der Fachseite eine Anwendung erzeugen lassen? Eher nicht. Low-Code heißt für uns dann schon eher IT-Skills. Aus vorgefertigten Modulen baut man leistungsstarke Anwendungen zusammen. Aber auch hier gilt Anwendungen und nicht Customizing. Und dann kommt bei uns Deep Coding, Anwendungsentwicklung. Und hier, ja, natürlich haben bestehende Systeme im Regelfall eine Workbench, also eine Arbeitsumgebung dabei, mit der ich Anwendungen bauen kann. Aber die Übergänge vorher, das ist das, wo man genau hingucken sollte. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, es gibt ja im Grunde zwei Szenarien. Man baut auf der einen Seite neue Anwendungen, auf der anderen Seite versucht man aber die Geschäftsprozesse in Unternehmen optimal zu verknüpfen und sozusagen auf der Workflow-Ebene Vorteile zu erzielen. Was ist jetzt der eigentliche Einsatzzweck von Low-Code, No-Code aus Ihrer Sicht? Und vielleicht können Sie uns auch ein Praxisbeispiel dafür geben, wie die Weiterentwicklung von Prozessen dann konkret aussehen kann. Ja, die große Stärke, also insbesondere von den Technologien, wie wir sie vertreten, ist, dass man ein Business Process Management integriert hat. Und man will End-to-End-Prozesse bauen, zu sagen, von der Kundenanfrage bis zum Rechnungserstellungsprozess möchte ich einen durchgängigen Prozess haben. Das kann ein NLC-System sehr gut. Gerade die Customer Experience wird hier sehr stark betont. Und dann aus unterschiedlichen Backend-Systemen Daten holen, Daten schreiben, Prozesse steuern. Das ist das, was so eine NLC-Plattform mitbringt. Und das ist auch der große Mehrwert, den ich auf jeden Fall als Unternehmen bekomme, wenn ich digitalisieren will. Die Digitalisierung wird in Teilen in den Fachbereich verlagert, Stichwort No-Code. Die Verantwortung für den Prozess wird in den Fachbereich verlagert, das ist der Product Owner auf NLC. Da liegt die Stärke von diesen Anwendungen. Jetzt haben ja viele Unternehmen, sagen wir mal, so ein bisschen Vorbehalte, weil sie fürchten, dass ihnen Daten abhanden kommen könnten, dass sie vielleicht auch den Zugang auf ihre Algorithmen verlieren oder auch die diffuse Angst vor Abhängigkeit von Herstellern. Was ist davon zu halten? Also für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Kunde, der seine Daten auf unserer Plattform hat, den Nutzwert der Daten hat. Das ist bei jedem Vertrag, den wir schließen, explizit geregelt, dass die Datennutzung dem Unternehmen gehört. Und das halte ich auch für selbstverständlich. Wer da versucht, dem Kunden was anderes überzuhelfen, das halte ich für wenig rechtschaffen, was da gemacht wird. Analog auch mit den Algorithmen. Wenn jemand mit unserer Technik eine Anwendung baut, dann gehört der Algorithmus natürlich dem, der es gebaut hat.
Das wäre ähnlich, als wenn ich einen Hammer jemanden verkaufe und behaupte, das Haus, das er damit gebaut hat, gehört jetzt mir. Also da muss man einfach so ein bisschen gucken. Da gibt es sehr, sehr viele Blüten im Markt. Aber ich glaube, dass das sehr schnell ein Ende findet. Können Sie uns zum Abschluss noch mal ganz kurz über das Kostenmodell aufklären? Ein nutzungsbasiertes Kostenmodell wird ja von vielen Kunden abgelehnt. Welche Szenarien gibt es und welche Möglichkeiten hat der Kunde dann? Es gibt immer die beiden Welten. Einmal zu sagen, in Abhängigkeit von der Nutzung, Pay-per-Use. Das ist ja auch interessant zu sagen, gerade am Anfang habe ich nur wenig Kosten, aber dann skaliert eben der Kostensatz auf der Software mit, wenn entsprechend viele Geschäftsvorfälle auftauchen. Dem steht gegenüber ein userbasiertes Kostenmodell, zu sagen, je nachdem, wie viele Menschen das benutzen, bis hin aber auch zu einem wertbasierten System, zu sagen, die Einsparung von der Software lässt sich bemessen mit x Euro und davon werden 3% bezahlt an den Softwarehersteller. Da hat sich der Markt Gott sei Dank verändert. Das ist etwas, was man heute mit dem Kunden bespricht und dann in Einvernehmen regelt. Da sind alle Modelle mittlerweile sehr gut.